Faktorisieren oder ausklammern. Wie kann ich ein Term, also eine Summe, als Produkt darstellen? Erstmal muss ich betrachten, ob hier überall irgendwo gemeinsame Teile gibt. Wenn ich jede unserer Summand als Multiplikation darstelle und schaue, wo gibt es gemeinsame Faktoren. Man sieht sofort bei den Zahlen, alle Zahlen sind durch 3 teilbar. Also 3 kann ich schon direkt ausklammern. Und wenn ich jetzt unsere Variable betrachte, habe ich a b hoch 2 bzw. a mal b, dann a Quadrat b und ab. Ich sehe sofort überall, a und b ist unser gemeinsamer Faktor bei jedem von diesen Summanden. Also ab kann ich dann auch ausklammern. Dann schaue ich einfach, was bleibt übrig. Hier bleibt nur b übrig, beziehungsweise ich könnte noch schauen, wenn ich 3ab Quadrat durch 3ab teile, was bleibt dann noch? Ein b. Dann schaue ich auf ein Zeichen, was bleibt hier? 9 geteilt durch 3 ist 3 und bleibt noch eine a. Und dann 15 geteilt durch 3 bleibt 5. ab habe ich schon ausgeklammert. Also das war's. Aber das war ganz einfaches Beispiel. Was sollte man machen, wenn man ganze Term ansieht und es gibt nichts Gemeinsames? Aber man schaut dann, ob es vielleicht paarweise was gibt. Ob man vielleicht paarweise etwas ausklammern kann. Ich sehe, dass man hier a und a hat. Also ich könnte hier a ausklammern. Dann bleibt natürlich hier 4x minus 5y. Dann schaue ich hier weiter. Ich sehe, dass 12 und 15 haben ein gemeinsames Teil. Das ist unsere 3. Und noch b. b kann man auch ausklammern. Dann schaue ich, was bleibt in unserer Klammer. 12 geteilt durch 3 ist gleich 4 und es bleibt noch ein x. Und dann hier 15 geteilt durch 3 ist 5, b habe ich schon ausgeklammert, also bleibt noch y. Und jetzt schauen wir, als wir a und plus 3b ausgeklammert haben, sehen wir, dass in unserer Klammer 4x minus 5y und hier auch 4x minus 5y bleibt. Das bedeutet, unsere Differenz kann man dann auch ausklammern, weil ich multipliziere a mit dieser Differenz und 3b multipliziere ich auch mit derselben Differenz. Das bedeutet, diese Klammer kann ich jetzt ausklammern. Ich habe hier mit 4x minus 5y multipliziert. Hier auch, das bedeutet, das ist ja unsere gemeinsame Teile. Deswegen kann ich diese Differenz, diese Klammer einfach unterstreichen, damit ich sehe, genau mit derselben Differenz wurde multipliziert. Ich klammere das aus, dann schaue ich, was bleibt übrig. Hier a und plus 3b. Und das war's, gelöst. Also einfach mit 2 Schritten kann man auch schwierige Terme faktorisieren. Wenn man so einen Term betrachtet, da sieht man sofort, es sieht nach unserer binomischen Formel aus. Aber bevor ich zu dem Schritt gehe, schaue ich, gibt es hier gemeinsame Teile? Ich habe gesehen, 2 ist unsere gemeinsame Teile, dann kann ich erstmal bei ersten Schritt 2 ausklammern, dann bleiben 9x Quadrat minus 30xy plus 25y Quadrat. Das sieht nach unserer binomischen Formel. Dann schauen wir, in dem Fall sollte erste und letzte Summand unsere Quadratzahl sein und hier in der Mitte sollte das doppelte Produkt von den beiden sein. 9x Quadrat. Was für ein Quadrat ist es? Klar, das ist 3x. 3x mal 3x ist gleich 9x Quadrat. Und hier 25y Quadrat, also klar 5y. Aber bevor ich das als Ergebnis betrachten kann, sollte ich natürlich überprüfen, ob minus 30xy ist es unsere doppelte Produkt von den beiden. 3 mal 5 sind 15, mal 2 30, also passt 30xy. Ja, also jetzt haben wir auch das faktorisiert. Und wenn wir jetzt unser letztes Beispiel anschauen, dann sehen wir, hier sieht es auch nach binomischer Formel. Also hier sehen wir Differenz von 2 Quadraten. Es könnte sein, aber wir müssen das erstmal bestätigen. Wir schauen, 12 und 147. Haben sie gemeinsame Teile? Man sieht, die sind alle durch 3 teilbar. Und wenn ich 3 ausgeklammert habe, sehe ich, es bleiben hier 4a Quadrat minus 49b Quadrat. Und ja, jetzt sehe ich, das ist unsere binomische Formel. Ich schaue jetzt, welche Quadrate sind da versteckt. Hier sind also 2a und das alles hoch 2 und hier 7b. Das bedeutet, dass ich jetzt das als Produkt aufschreiben könnte, also 2a plus 7b mal 2a minus 7b. Bei Faktorisieren sind nur 2 Sachen wichtig. Also, man schaut, wo unsere gemeinsamen Teile, wo sind unsere gemeinsamen Faktoren, die klammere ich aus und schreibe das, was übrig bleibt.
Und noch könnt ihr schauen, ob binomische Formeln uns helfen können. Aber das Wichtigste ist, man soll natürlich diese binomische Formel sich merken.